Es sind noch 19 Tage bis zur Bundestagswahl, nachdem wir nun schon das Duell am Sonntag und diverse Dreier- bis Fünferrunden der kleineren Parteien erlebt haben, sind heute die Parlamentarier noch mal dran. Debatte im Bundestag zur Situation in Deutschland. Es ist der letzte offizielle Sitzungstag des Bundestages in dieser Legislaturperiode. Und Norbert Lammert leitet zum letzten Mal die Sitzung, denn er scheidet aus. Mein Kollege Gerd-Joachim von Fallois begleitet auch diese Sitzung, diese letzte Sitzung dieser Legislaturperiode. Gerd, kommt denn da jetzt heute so etwas wie Wehmut auf? Ja, natürlich. Es ist eine Abschiedsstimmung hier im Deutschen Bundestag. Das war gestern bei den Fraktionssitzungen schon zu merken, denn über 100 Abgeordnete verlassen freiwillig das Parlament. Wie viel unfreiwillig nicht wiederkommen, wissen wir im Moment natürlich noch nicht. Und dabei sind sehr berühmte Namen. Sie haben es gerade schon gesagt, der Bundestagspräsident Norbert Lammert scheidet aus dem Parlament aus. Seit 1980 ist er Mitglied im Deutschen Bundestag. 12 Jahre lang war er der Präsident des Hauses, damit der zweitlängste Präsident nach Eugen Gerstenmaier. Und seine Fraktion hat ihn gestern geehrt. Man hat ihm eine Flagge geschenkt, die hier über dem Deutschen Bundestag geweht hat. Und diese Flaggen werden ab und zu ausgetauscht. Und eine von diesen Riesendingern hat man ihm geschenkt. Das hat ihn gestern auch sichtlich gerührt. Und er will heute hier eine kurze Abschiedsrede gleich zu Beginn dieser Sitzung halten. Aber es scheiden auch andere Prominente aus, zum Beispiel Heinz Riesenhuber. Das ist ein Abgeordneter, der seit 1976 hier im deutschen Parlament sitzt und unter anderem ja auch Minister im Kabinett Kohl war und zweimal Alterspräsident. Und dann gibt es zum Beispiel Gernot Erler von der SPD, aber auch bekannte Frauen wie Brigitte Zypris werden ausscheiden oder Marie-Louise Beck. Frauen ist ein gutes Stichwort. Dieser Deutsche Bundestag hatte immerhin 37,1% Frauenanteil. Das ist immer noch zu wenig, aber war wohl das meiste, was bisher diese 18 Legislaturperioden aufbieten konnten. Und wie sieht es nun im kommenden Bundestag aus? Das kann man jetzt schon ungefähr sagen, denn man kennt ja ungefähr die Kandidaten, die zur Wahl gestellt werden. Man kennt vor allen Dingen die Fraktionen und Parteien, die hier einziehen könnten. Das wäre mit der AfD und der FDP zwei Parteien, bei denen doch der Männeranteil wesentlich höher ist, sodass also Forscher, Wissenschaftler jetzt schon davon ausgehen, dass der Frauenanteil absinkt. Und darüber möchte ich unter anderem hier bei dem letzten Interview in der 18. Legislaturperiode vor einer Bundestagssitzung reden mit meinen Gästen. Ich begrüße Gerda Hasselfeldt. Sie ist die Landesgruppenchefin der CSU und Christine Lambrecht, die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. Zwei Frauen, kein Zufall. Und mit ihnen scheidet eine weitere prominente Frau aus. Seit 1987 sitzen Sie hier im Deutschen Parlament. Sie haben einen ganz starken, ganz bekannten Mann in Ihrem Wahlkreis abgelöst. Das war Franz Josef Strauß. Und was vielleicht noch wichtiger ist, Sie haben nach all diesen Jahren es jetzt geschafft, bei der CSU übrigens ja auch nicht so einfach, eine Frau in Ihrem Wahlkreis wieder nachzunominieren, die dort sehr gute Chancen hat, hier in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Fällt es Ihnen eigentlich schwer, hier aus dem Parlament zu scheiden? Ich habe diese Entscheidung persönlich aus eigenem Antrieb getroffen, schon vor einiger Zeit. Deshalb fällt es mir auch nicht schwer. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. Ich bin dankbar für 30 Jahre parlamentarische Tätigkeit, noch dazu in einer so spannenden Zeit, wie ich sie erleben durfte und in so interessanten Ämtern. Deshalb scheide ich nicht mit Wehmut, sondern mit Dankbarkeit und freue mich auch, dass als Nachfolgerin in meinem Wahlkreis wieder eine Frau kandidiert. Eine Frau, die aus der Kommunalpolitik kommt, die einen guten Beruf hat, berufliche Erfahrung hat und all das mitbringt, was ich mir von einem Abgeordneten und einer Abgeordneten verspreche. Aber von 46 Direktmandatskreisen sind nur 8 von der CSU besetzt mit Frauen. Das ist doch sehr wenig. Warum ist das so? Das kann man natürlich nicht steuern, sondern das ist Entscheidung in den einzelnen Wahlkreisen. Man kann ja nicht sagen, in dem einen Wahlkreis soll eine Frau und im anderen ein Mann kandidieren, sondern das ist Entscheidung der Delegierten vor Ort. Und das ist eben bei der CSU so, dass wir Gott sei Dank viele Mandate zurzeit alle über die Wahlkreise haben und zusätzlich Listenmandate. Über die Liste können aber zusätzlich Frauen kommen. Je besser das Stimmenergebnis für die CSU insgesamt ist, desto mehr Frauen haben wir auch dann im Deutschen Bundestag.
Frau Lambrecht, ich hätte beinahe gesagt, zum Glück. Und ich meine, so bleiben Sie hier, da bin ich nicht ganz alleine. Es bleiben auch noch Abgeordnete im nächsten Parlament übrig. Bei der SPD sieht es ja ein bisschen besser aus. 44% ist auch nicht das Wahre vom Ei, denn Linke und Grüne haben mehr Frauen als Männer hier im Parlament. Was läuft denn falsch bei der Frauenförderung? Es gibt mittlerweile Quoten bei der CSU übrigens auch im Vorstand. Das ist alles quotiert und dennoch sieht das da ja mau aus. Und bei der SPD im Großen und Ganzen ist ja auch noch ein Verbesserungsbedarf durchaus zu konstatieren, oder? Naja, aber wir in der SPD sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir legen Wert darauf, dass gerade auch Listen immer quotiert sind. Bei Direktmandaten kann man natürlich nicht dann die Entscheidung voraussehen, aber ich kann schon mal dadurch, dass ich mehr Frauen aufstelle in den Wahlkreisen, auch da eine entsprechende Steuerung vorgeben. Es müssen frühzeitig Frauen auch gefördert werden, denn die brauchen natürlich auch einen Weg, bis man dann sich für den Bundestag nominieren lässt, kandidiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass in den Parteien das nicht nur in Bezug auf die Mandate gelebt wird, sondern frühzeitig eben auch eine Frauenförderung, da auch ein Mentoring-Programm, das ist bei uns ganz wichtig, gelebt wird, damit dann auch die entsprechenden Kandidatinnen zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, wir sind da als SPD auf einem guten Weg und je besser die SPD abschneidet bei der Bundestagswahl, umso höher wird die Quote hier im Deutschen Bundestag sein. So ja, die Bundestagswahl gucken wir gleich drauf. Wir wollen mal zurückgucken. Wir hatten jetzt also 4 Jahre große Koalition, wieder große Koalition, das 3. Mal in der Republik, das 2. Mal unter Angela Merkel. 80% hatte die große Koalition. Man hat ja am Anfang lange hin und her gefochten, wie kann man das mit den Oppositionsrechten gestalten. Die Opposition hat mehr Redezeit gekriegt, hat auch viele Minderheitenrechte bekommen, zum Beispiel Untersuchungsausschüsse. Es gab so viele wie seit der ersten Legislatur nicht mehr und dennoch ist die Opposition quasi nicht aufgefallen. Nun ist das nicht die Schuld der beiden großen Parteien, die hier gewählt wurden, Fraktionen, aber dennoch waren Sie eigentlich zufrieden mit dem, was hier die letzten 4 Jahre gebracht haben, gerade in der Auseinandersetzung mit der Opposition? Nun, es ist in der Tat so, dass trotz der besseren Minderheitenrechte, die wir den Oppositionsparteien zu Beginn der Legislaturperiode schon gegeben haben, die Arbeit der Opposition relativ unauffällig war. Die konkreten Vorschläge von Seiten der Opposition, Vorschläge, die auch realisierbar sind, sind nicht gekommen. Die Auseinandersetzung war deshalb nicht auf der gleichen Augenhöhe, sage ich mal. Aber das ist nicht Schuld der CSU und der CDU und der SPD, nicht Schuld der Koalitions- und Regierungsfraktionen, sondern das haben sich die Oppositionsparteien schon selbst zuzuschreiben. Ja, und diesmal wird es wahrscheinlich anders werden, wenn wir nach vorne gucken. Aber nochmal auch die Frage zur GroKo. Am Anfang hat es also ein bisschen geknirscht. Fall Edati, ich will das nicht wieder aufmachen. Da hat die Union sich sehr fair verhalten, auch gegenüber der SPD. Und wie würden Sie überhaupt die Zusammenarbeit zwischen SPD und CDU, CSU diese 4 Jahre lang bewerten? Also ich glaube, da stimmen wir auch überein. Das war eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das ist auch wichtig. Wenn man in eine Koalition geht, dann muss man das auch wollen. Dann bringt es nichts, sich zu verhaken und sich dauernd auseinander zu dividieren. Man will ja ein gemeinsames Ziel erreichen, nämlich die Ziele, die im Koalitionsvertrag vereinbart waren. Für uns war wichtig der Mindestlohn, die Frauenquote, Mietpreisbremse. Und wenn man das will, dann muss man eben auch miteinander vertrauensvoll umgehen und Zusagen einhalten. Und das hat für mich zumindest die Zusammenarbeit geprägt. Auch an Sie, Frau Hasselfeldt, da nochmal ein Dankeschön dafür. Das war ein sehr fairer Umgang. Von außen hatte man manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die Auseinandersetzung bei den Koalitionspartnern zwischen SPD und Union gar nicht so sehr groß war. Die Zusammenarbeit lief im Großen und Ganzen ganz gut. Vielleicht bis auf den Schluss, können wir gleich noch mal drüber sprechen. Aber bei den Unionsschwestern, da war einiges los und Sie haben natürlich als Landesgruppenchefin damit auch viel zu tun gehabt, da die Gemüter zu befrieden zwischen München und Berlin. Gab es mal so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, das wird mir alles zu viel, sind diese Streithähne, die kriege ich ja gar nicht mehr vereint? Nein, diese Situation gab es nicht. Ich bin ja nicht verwöhnt. Ich weiß von Anfang an, dass politische Arbeit keine Harmonieveranstaltung ist, sondern dass es harte Arbeit ist, sowohl innerhalb einer Partei als auch in der Sache und natürlich auch in der Diskussion mit denen, die mal anderer Meinung sind. Aber auch für mich gilt, wir haben in der Koalition, in den beiden Koalitionsfraktionen und den 3 Parteien uns immer bemüht, die Probleme, die da sind, konstruktiv zu lösen. Das ist ja die Aufgabe der Parteien und der Politiker.
Und dass man da mal gelegentlich unterschiedliche Meinungen hat, auch innerhalb einer Parteienfamilie zwischen CSU und CDU, war das ja in der Flüchtlingsfrage eine Zeit lang durchaus der Fall, ist ganz normal. Das Ergebnis zählt. Und das Ergebnis ist, dass wir in der Problematik tatsächlich eine Beruhigung haben, dass wir eine bessere Steuerung, eine bessere Koordinierung haben, dass wir mehr Verantwortung in Europa für diese Frage mittlerweile haben und dass wir auch die Zahlen begrenzt haben, die Integration vorangetrieben haben. Das alles war das und ist das Ergebnis auch dieser konkreten und schwierigen Gespräche zwischen CSU und CDU und dann der Einigung in der Koalition. Gleich werden wir eine Geschäftsordnungsdebatte erleben. Da beantragt nämlich die Linke das 2%-Ziel bei der Aufrüstung, sich dagegen auszusprechen, eigentlich wie das die SPD im Großen und Ganzen tut. Ist da die Versuchung groß, hier am allerletzten Tage sozusagen mit den anderen, mit der Opposition zu stimmen? Sie haben das ja neulich schon mal gemacht, da war es aber ein bisschen anders, da war die Abstimmung freigegeben. Diesmal gibt es ja einen gewissen Koalitionszwang, sage ich mal. Wie wird die SPD sich dort verhalten? Ja, bei der Ehe für alle hat Frau Merkel den Weg ja vorgegeben und hat gesagt, es ist eine Gewissensfrage und dann gibt es ja auch keine Disziplin und dann kann man auch frei abstimmen. So haben wir das auch genutzt und so haben wir das auch ausgeführt. Was heute ist, ist ein klassisches Spiel der Opposition zu versuchen fortzuführen. Wir hatten uns darauf vereinbart, dass heute die Situation in Deutschland im Vordergrund stehen soll. Die Auseinandersetzung, die Diskussion darüber, wo kann es denn auch hingehen, da werden wir uns einbringen. Und deswegen ist das eine Frage, die heute auch gar nicht zur Abstimmung stünde. Und deswegen werden wir der Aufsetzung auch nicht zustimmen. Hat nichts damit zu tun, dass wir eine ganz klare Position haben. Wir wollen keine Steigerung von Rüstungsausgaben, insbesondere nicht zulasten von Sozialausgaben oder von Bildung. Da steht die Sozialdemokratie ganz klar. Aber das heute ist ein Versuch, hier nochmal mit Oppositionsmöglichkeiten Stimmung zu machen. Und da fallen wir nicht drauf rein. Die GroKo war sich in sehr vielem einig, unter anderem darin, dass die Geschäftsordnung geändert wird, nämlich nicht mehr der älteste Abgeordnete hier als Alterspräsident den 19. Bundestag eröffnen wird, sondern der längst anwesende Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Sicherlich eine sinnvolle Regelung, aber nicht doch nach 18 Legislaturperioden, denn das ist ja Gewohnheitsrecht gewesen. Man hat es doch eigentlich nur deshalb gemacht, Frau Hasselfeldt, weil voraussichtlich der älteste Abgeordnete von der AfD kommt. Ist das ein gutes demokratisches Verfahren, was Sie da gewählt haben? Ich finde diese Entscheidung richtig, sie ist sachgerecht und ist im Übrigen auch vor vielen Jahren immer wieder schon mal ins Gespräch gebracht worden. Und jetzt ist es an der Zeit, eben auch das Dienstalter, das heißt die Zugehörigkeit zum Bundestag mit zu berücksichtigen. Denn ein Alterspräsident ist ja nicht eine Formsache, sondern er hat schon eine wichtige Funktion, gerade auch am Anfang der Legislaturperiode. Und nicht zuletzt die Arbeit des noch amtierenden Bundestagspräsidenten hat ja in all den Jahren dazu beigetragen, dass das Ansehen, das Gewicht des Deutschen Bundestages auch bestärkt wurde, verbessert wurde, auch in der Öffentlichkeit erhöht wurde. Und diesem trägt auch diese Entscheidung Rechnung. Letzte Frage an Sie, Frau Lambrecht. Diese Geschäftsordnung sieht ja auch vor, dass jede Fraktion einen Bundestagsvizepräsident bekommen soll. Die AfD wird voraussichtlich einziehen. Sie ist von der Verfassung nicht verboten. Ich kann mich erinnern an die Diskussionen bei Grünen, bei Linken. Jetzt werden wir das bei der AfD haben. Soll man nicht jeder Fraktion einen Vize gönnen? Also wie viele Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten es gibt, werden wir nach der Wahl auch entsprechend dem Ergebnis entscheiden. Aber ich kann immer nur dazu raten, dass man alle Parteien, alle Fraktionen, die in den Deutschen Bundestag gewählt wurden, auch gleich oder zumindest vergleichbar behandelt, dass man da keine Unterschiede macht. Ich glaube, das ist ein gutes demokratisches Prinzip und so werden wir als Sozialdemokraten das Thema auch weiter verfolgen. Frau Lambrecht, vielen Dank für das Interview. Ich behalte Frau Hasselfeldt noch für eine Frage da. Sie können schon mal reingehen. Frau Lambrecht ist parlamentarische Geschäftsführerin, muss hier gleich agieren. Wir haben es gehört, die Geschäftsordnungsdebatte. Ja, das war's nun. Nach all den Jahren, seit 1987 sitzen Sie hier. Sie haben hier etwas geschafft, was ungewöhnlich ist. Sie waren nicht nur Bundesministerin im Kabinett Kohl in 2 Funktionen, Sie waren auch lange Bundestagsvizepräsidentin und dann die erste weibliche Landesgruppenchefin in dieser Männerpartei CSU. Da haben Sie quasi die erste Geige gespielt. Damit hören Sie jetzt auf, aber so ganz auf Musik verzichten Sie nicht. Ich habe gelesen, Sie nehmen wieder Klavierunterricht. Ja, ich will sinnvoll mich beschäftigen, aber auch so beschäftigen, dass ich ein Stück entspannen kann und mir ein wenig mehr Zeit bleibt für das, was ich eben gerne tue, was mir persönlich gut tut. Und da weiß ich, dass mir das Klavierspielen gut tut.
Und nach etwa 50 Jahren habe ich jetzt wieder ein bisschen begonnen und will natürlich auch Unterricht nehmen, damit das Ganze ein bisschen Format hat. Alles Gute Ihnen, und da Sie politisch interessiert sind, weiß ich, dass Sie auch weiter Phoenix gucken. Sie waren immer ein gern gesehener Gast bei uns, Sie waren immer fair auch zum politischen Gegner. Vielen Dank für die Zeit mit Ihnen. Dankeschön.